Heute geht es mal um ein ganz kleines, schnelles Projekt. Ich habe hier ein Stückchen Ahorn und aus dem soll eine kleine Schale entstehen. Zunächst wird die Mitte angezeichnet und ein Loch gebohrt. Und damit wird das Stück dann auf der Madenschraube aufgespannt. Normalerweise mache ich von diesen Schälchen kleine Serien, dann würde ich auf der Bandsäge die Ecken abschneiden, aber für eine lohnt sich die Umräumerei in der Werkstatt nicht und deshalb drehe ich die Ecken einfach ab. Das ist bei diesen kleinen Werkstücken auch schnell gemacht. Damit wäre jetzt die Außenkontur auch schon fertig und wir können das gute Stück umspannen. Vorher muss allerdings noch ein Rezess in den Boden, der ist ganz leicht hohl gedreht, damit die Schale am äußeren Rand steht. Und es wird hier ein kleiner, relativ flacher Rezess eingearbeitet. Wichtig ist hier nur, dass der Durchmesser sehr genau stimmt. Das liegt daran, dass ich jetzt kein Backenfutter mehr verwenden möchte für die weiteren Schritte. Sondern ein sogenanntes Spannzangenfutter. Diese Futterart bietet sehr hohe Klemmkräfte, auch bei flachen und kleinen Rezessen, hat allerdings das Problem, dass der Spannweg relativ klein ist. Das heißt, wie gesagt, der Rezess oder wenn man von außen spannt, der Zapfen muss seinen Durchmesser sehr genau einhalten. Da sind also 2-3 mm Spannweg und dann ist vorbei. Ein großer Teil vom Material wird jetzt erstmal rausgebohrt. Das geht schnell, ist einfach und hat auch den Vorteil, dass ich dann einen Tiefenanschlag habe und genau weiß, wie tief ich die Schale ausdrehen darf. Hier sieht man noch sehr schön das Zentrierloch, das die Spitze vom Bohrer hinterlassen hat. Und das gibt mir also, wie gesagt, die Tiefe vor, bis zu der ich ausdrehen darf. Wie gesagt, das Futter hat auch seine Nachteile, aber in der Einstellung sieht man sehr schön, es baut sehr klein. Gerade bei so kleineren Werkstücken ist damit die Gefahr geringer, dass man aus Versehen mal mit den Händen drankommt. Und selbst wenn, es steht nichts Scharfkantiges raus. Ich kann da also selbst mit Schwung drauf fassen und es passiert nichts. Zum Lösen des Werkstücks einfach den Spannring wieder aufdrehen. Und meistens dann noch ein kleiner Schlag ans Werkstück und schon ist es wieder ab. Damit sind wir auch schon beim Ölen. Die Schleiferei habe ich euch gespart. Die ist extrem langweilig, sowohl zum Machen als auch zum Zuschauen. Das heißt, wir sind eigentlich schon beim letzten Arbeitsschritt. Jetzt wird hier ein bisschen Öl aufgetragen. Das relativ hoch geschliffene, ich bin jetzt bis 600 gegangen, Hartholz nimmt wenig Öl auf. Das heißt, man kann hier nach einem Augenblick warten, bereits das überflüssige Öl schon wieder mit einem trockenen Küchentuch abnehmen. Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ihr jetzt vielleicht noch einen Daumen hoch oder einen netten Kommentar hinterlasst für den Algorithmus, ihr wisst ja, für die kleinen Kanäle ist das echt eine große Hilfe. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!